Ja, moin moin. Ich habe heute mal wieder einen freien Tag und das nutze ich mal wieder, um in der schönen Natur unterwegs zu sein. Ich bin hier gerade gestartet, was ihr zum Anfang gesehen habt, in Haßmoor. Das ist ungefähr 30 Kilometer westlich von Kiel in Richtung Rendsburg. Mein Weg wird mich heute durch das Bruxer Holz führen. Mal sehen, wie dort die Strecke ist. Bis jetzt ist sie noch nicht so berauschend. Wie ihr hinter mir seht, ist das hier Asphalt. Also ich gehe hier auf einer Landstraße entlang. Aber wenn es schon Bruxer Holz heißt, dann nehme ich wohl an, dass es auch durch einen Wald führt. Wenn dies euch interessiert, dann bleibt doch gerne dran und begleitet mich auf dieser Tour. Und natürlich wie immer, wer neu ist hier auf meinem Kanal, lasst doch gerne auch ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Und da sind wir denn schon im Wald angelangt. Ich hoffe, der Weg bleibt so schön, aber im Hintergrund höre ich schon die Geräusche von Kettensägen. Mal sehen, ob ich überhaupt auf dem Weg bleiben kann. Weil gerade zum Anfang habe ich nämlich schon gesehen, dass hier Baumfellarbeiten sind. Also es liegt hier eine Menge Holz rum. Aber wenn nicht, muss ich mir halt einen anderen Weg suchen. Übrigens sind heute so um die 2 Grad, eigentlich so relativ angenehm für die Wanderung. Der Nebel ist jetzt auch langsam weg, man kann die Wolken erkennen, aber es soll bedeckt bleiben. Falls mir kalt ist, habe ich Tee eingepackt und Wasser und habe mir gerade noch etwas vom Bäcker zum Essen mitgenommen. Also diesmal wird auf der Wanderung nicht gekocht. Jetzt ein sehr schönes Wäldchen hier, das Bruxer Holz. Er wird natürlich forstwirtschaftlich auch genutzt. Das merkt man dann ab und zu mal, dass wirklich die Bäume in Reihe und Glied gepflanzt sind. Aber hier werden auch Laub und Nadelgehölz verpflanzt, was es zu einem Mischwald macht. Das finde ich gut, weil hier hat denn der Borkenkäfer nicht so viel Angriffsfläche. Wobei ab und zu würde er sich auch hier reinschleichen. Der Wald ist nicht ganz so aufgeräumt, wie man sich einen Nutzwald vorstellt, wie hier. Also da liegt eine ganze Menge rum und es wird wohl hier auch eine Menge Wild geben. Weil es gibt hier einige Ansitze hier im Wald, die man so in Abstand von 100, 200 Meter sieht. Und ich habe auch schon einige Spuren gesehen, wie von Rehwild oder von Schwarzkittel. Einige Spuren sind auch hier andere
weil das ist hier auch ein Reitweg. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil da hinten ist Dammwild unterwegs, was ich hier gerade in der Schonung hingelegt habe. Eine ziemlich große, wie nennt man das, glaube ich, Sprung. Und sie verziehen sich gerade dort im Hintergrund. Einer guckt gerade noch zu mir hin, weil er kann nicht so richtig einschätzen, was das hier ist oder was ich bin. Oder er nimmt meine Witterung nicht auf. Also die anderen sind da auch noch unterwegs. Das ist doch nochmal ein schöner Zusatz zu diesem Video. Also mit dem Wild hat sich gerade bestätigt. Ich hoffe, ihr konntet das erkennen auf dem Video, was ich mit meinem Handy gemacht habe. Das waren ungefähr so 8 bis 10 Tiere, die ich zählen konnte. Wo ich hier wieder gerade am Wandern bin, wollte ich mal an euch eine Frage stellen, weil ich habe ja schon in den letzten beiden Videos erwähnt, dass ich eine Sheltertour machen möchte durch Dänemark, so 2-3 Tage. Bis jetzt habe ich mir 2 Strecken rausgesucht. Einmal von Aarhus nach Horsens oder eine Rundstrecke bei Tondern. Ich bin da gerade auf der Suche nach einer Isomatte und habt ihr vielleicht für mich da Tipps? Ich habe zwar welche zu Hause, aber die sind mir für diese Tour viel zu groß. Die sollten klein und kompakt sein. Ich weiß ja nicht, was ihr für eine Erfahrung gemacht habt, also mit Luftmatratzen oder so eine Art Bundeswehr-Isomatten. Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare und helft mir bei meiner Entscheidungsfindung. Darüber würde ich mich sehr freuen und schreibt doch auch gerne mal drunter, wo ihr so vielleicht wandern geht, ob ihr so Tagestouren macht oder Mehrtagestouren. Gerade musste ich mich noch mal durch den Busch schlagen, weil die Forstarbeiter hatten einen Baum mitten über den Weg gefällt und noch nicht weggeräumt. Wie man das hier so an den Wegen sehen kann, sind sie auch unterwegs und ungefähr in der Richtung höre ich auch Fahrzeuggeräusche. Also hier wird noch das Holzrücken aktiv sein, aber abgesperrt ist noch nichts. Also das sollte denn kein Problem sein. Ich empfehle euch hier auf dieser Strecke festes Schuhwerk auch anzuziehen, weil zumindest bei dieser Witterung ist es doch manchmal ganz schön schlammig hier und man kann auch mal schnell den Fuß sich verdrehen, wenn man nicht aufpasst. Wie zum Beispiel da, wo ich jetzt durch den Busch gehen musste, waren dann auch Dornenhecken, also Brombeerhecken, und da hat man sich schnell mal verfangen. Also wie gesagt, festes Schuhwerk, das auch hoch genug ist, dass man sich die Knöchel schont, und dann ist das auch ganz gut. Teilweise hier auf dem Weg sind auch Steine,
wo man sich mal auch ganz schnell vertreten kann. Ich habe jetzt meinen Rastplatz gefunden. Rastplätze so ausgebaut gibt es hier leider nicht auf dem Weg, aber hier waren gerade gefällte Baumstämme und dort kann ich mal schnell mal mein Zeug abstellen, mir ein Teechen gönnen und eine Laugenstange. Wie macht ihr denn das so eigentlich so auf Wanderungen? Nehmt ihr euch da was mit oder kauft ihr euch irgendwas noch vorher unterwegs? Also mit mitnehmen meine ich, macht ihr euch zu Hause Stullen oder nehmt ihr Kekse mit oder wie ich vom Bäcker hier was schön gebackenes? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich werde mir jetzt mal den Tee schmecken lassen und die Laugenstange und dann geht das näher weiter. Ich habe mittlerweile etwa 8 Kilometer geschafft. Dann habe ich jetzt noch grob ein bisschen über 6 bis 7 Kilometer bis zum Auto zurück. Das Wetter ist immer noch klasse, nicht zu kalt, nicht zu feucht. Ich hoffe, das bleibt denn so den Rest der Wanderung. Gestärkt geht es weiter auf die zweite Hälfte der Tour. Also das sind noch 7 Kilometer und mal sehen, was uns da noch begegnet. Und wie man sieht, ist es ja eher eine kleine Runde. Ich weiß nicht, ob man da schon Wanderung von sprechen kann eigentlich, aber ist eigentlich auch eine gute kleine Strecke, um nicht zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, weil dort verbringt man ja viel zu viel Zeit. Hier hätte ich denn eigentlich auch eine Bank zum Sitzen gehabt mit einem schönen Blick auf den Methorsteich und Rühmlandteich, das auch ein Naturschutzgebiet hier ist. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder vorbeikomme, werde ich hier Rast machen. Aber ich gehe erstmal weiter in diese Richtung, wo mich der Weg lang führt. Wie ihr gerade sehen konntet, gibt es auch hier wieder ein Seeadler-Schutzgebiet. Dazu hatte ich auch schon mal was gesagt, wo ich vorbeiging am Westensee in dem, glaube vorhergehenden Video. Das Video dazu verlinke ich euch natürlich unten oder auch oben. Und da ist auch hier ganz wichtig, dass man diese Schutzgebiete auch nicht betritt, nicht befährt, wie man das auf dem Schild gelesen hat. Weil nur so kann man die Seeadler, die sehr selten sind, hier schützen. Und gerade habe ich hier wieder ein paar Dammhirsche aufgeschreckt, die sich hier hinter mir in der Schonung mit den Tannen aufgehalten hat. Ich dachte erst sind Schweine, weil das hörte sich so an, aber nein, es waren Dammhirsche. Gerade habe ich einen Hinweis gesehen,
dass ein Teil meiner Strecke hier auf dem Nordostsee-Wanderweg entlang geht. Der Nordostsee-Wanderweg ist ungefähr 115 Kilometer lang und führt von Kiel bis nach Meldorf an der Nordsee oder in der andere Richtung. Kommt immer drauf an, wie man ihn läuft. Gerade laufe ich wieder durch das Naturschutzgebiet Methorsteich und Rümlandteich. Wie man vielleicht in meinem Hintergrund sieht, da schwimmen auch ein paar Schwäne rum. Ich gehe hier gerade entlang am Methorsteich. Zusammen mit dem Rümlandteich wurden sie 1957 ein gemeinsames Naturschutzgebiet. Der Methorsteich zum Beispiel wurde vor 200 Jahren angelegt von dem Gut Imkendorf, um hier die Fischzucht aufzubauen, aber auch um Enten und Gänse und anderes Wasserwild zu bejagen. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden, weil ich habe nur noch 800 Meter bis zu meinem Ausgangspunkt in Haßmoor. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wer natürlich neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da, das ist komplett kostenlos. Die Strecke war jetzt ungefähr 15 Kilometer durch das Bruxer Holz. Die Karte werde ich euch natürlich unten wieder verlinken in der Beschreibung. Und dann heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!